Ich habe viel Einfluss, aber Aufstellung mache ich noch nicht. Was? Ey, du siehst doch, dass er den trifft. There was also a second assist, but Giroud didn't want to. Das ist jetzt nicht für meinen Privaten. Hey Greg. Ich bin Sven Westerschulze, Pressesprecher bei Borussia Dortmund. Gebürtig komme ich aus Hamm, also gar nicht so weit entfernt von Dortmund, knapp 35 Kilometer. Ich bin Familienvater, habe 2 Kinder und dementsprechend nutze ich natürlich so viel Zeit wie möglich, die ich außerhalb des Jobs verbringe, zu Hause. Ich habe damals tatsächlich relativ klassisch mit einem Betriebspraktikum beim Westfälischen Anzeiger angefangen. Ich habe euch ja gerade schon erzählt, ich komme gebürtig aus Hamm und der Westfälische Anzeiger dort ist die Lokalzeitung und habe dann von der Sportbild das Angebot bekommen, als Reporter für Borussia Dortmund oder über Borussia Dortmund tätig zu sein. Und das war dann etwas, was mich schon sehr gereizt hat. Borussia Dortmund ist halt mit so einer Strahlkraft gesegnet und für mich natürlich auch so nah an meiner Familie, an meiner Heimat, an meiner Herkunft. Nachdem ich bei der Sportbild war, nach 5 Jahren meinen Arbeitgeber gewechselt, bin dann zu Sky gegangen, habe fürs Fernsehen gearbeitet und habe dann im Frühjahr 2023 das Angebot von Borussia Dortmund bekommen, als Pressesprecher für den Verein zu arbeiten. Und das war dann ein Angebot, eine Gelegenheit, eine Chance, bei der ich sehr schnell gesagt habe, da habe ich Bock drauf, das möchte ich machen. Also bei Heimspieltagen habe ich die Routine, dass ich jedes Mal vorher ins Büro komme, weil für mich ist es immer noch mal gut, mich einmal hier zu sortieren, bevor ich rüber ins Stadion gehe. Das heißt, ich parke mein Auto auch immer hier, um auch möglichem Verkehrschaos nach dem Abpfiff später zu entgehen, um auch die Dinge vorzubereiten. Rund um einen Spieltag ist dann doch sehr viel zu tun. Das mag man so gar nicht wahrnehmen, weil natürlich der Fokus immer auf den 90 Minuten, auf den Spielern auf dem Platz liegt. Aber alles das, was drumherum ist tatsächlich in den letzten Jahren auch immer mehr geworden. Weil gerade auch die TV-Sender, die Broadcaster immer mehr Interesse haben, immer mehr Zugriffe haben möchten. Mittlerweile, ihr werdet es später sehen, sind wir dann bei Busankunftsinterviews, die gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Auch die Interviews nach dem Spiel werden eher immer mehr als immer weniger. Stutzki. Ich starte mit der Frau. Hello, hello. Wie geht's? Gut. Ist gut? Ja auch. Nico Schotterbeck kommt gleich. Nico? Ja. Nicht Emre, warum nicht? Spielt nicht. Ja, Emre ist in der Startelf, deswegen. Ja, alles gut. Machen wir Gebe ich so. mal durch. Ja. Daniel für Jochen? Ja. Tut mir sehr leid. Ich habe viel Einfluss, aber Aufstellung mache ich noch nicht. Ja, ich glaube, dass ich ein sehr offener Typ bin. Das ist auch, glaube ich, in meinem Job sehr, sehr wichtig. Weil wenn du in der Kommunikation arbeitest, wenn du viel mit Leuten zu tun hast, dann ist es sehr wichtig, dass du, glaube ich, offen bist, dass du auf Leute zugehst, aber vor allem auch, dass du zuhören kannst. Und da würde ich mich tatsächlich schon als recht offen, als verständnisvoll auch bezeichnen. Mit Sicherheit manchmal auch impulsiv. Wenn wir über das Fußballspiel reden, schon auch die Momente, die ich dann habe, wo ich dann auch nicht so entspannt, locker oder langweilig bin, wie ich eben gesagt habe, sondern wo ich dann auch tatsächlich sehr emotional werden kann. Sup, Boys? Hallo, hallo. Bus kommt gerade an, ja. Moin, moin. Moin, moin. Ja, unser Bus kommt jetzt und dann legen wir gleich los. Jochen Stutzki haben wir draußen. Der ist in Ordnung. Wir sind nur beim Spiel. Ja. Eins Mikro und einmal bei Jochen. Rausgehen, wenn jetzt ein Glas kommt, dann müssen wir hier noch mit 3 Leuten hier ihn in Empfang nehmen. Ja. Ach, da ist er. Ah, hi. Ist auch eine Kamera dabei. Was dann ist gut. Aufstellung gerade gesehen. Ist gut. Ja gut, das ist ja die gleiche mehr oder weniger wie gegen Leverkusen. Kuto rein. Ja, außer Kuto. Kuto für Riasson, aber sonst ist Leverkusen, also wie wir in Leverkusen gespielt haben. Ja, genau. Ja, gut, wir haben ja immer irgendwie gefühlt eine gute Aufstellung, gute Bank. Das ist ein bisschen ein guter Spieltag für uns. Müssen wir nur veredeln jetzt. In der Regel verkacken wir es dann. Ne? Gehst du rein oder? Ja, ich gehe einmal kurz. Ich gehe mal runter. Bis gleich. Menge, ja. Hallo zusammen. Ja, Hi. Sekunden. Hallo. Hi. Ja, ich wollte einmal kurz grob wissen, gleich einmal, also Zeiten bleiben 16:31 aufgezeichnet, Nico. Genau. Und 16:01. Hier am. Genau, das hat er mir gerade gesagt. 16:51 machen Sebastian Kehl hier live. Und beides auch zusammen mit Tobi im Set, ne? Genau. Also. Ich wollte dir immer schon gratulieren, zwar persönlich, wieder zum Nachwuchs. Das ist der Wahnsinn. Vielen Dank. Hallo, mein Bester. Kann ich dem Coach irgendwas mitgeben, was nicht mit dem Sport zu tun hat? Also ich brauche nicht das ganze Interview, ich will nur wissen, machen wir Aufstellung und sportliche Themen oder haben wir noch was anderes? Falls wir zeitlich zu kurz sind, die noch einen naschen sollen. Aber das ist positiv, dass er Adeyemi immer stärkt und immer streichelt, ob der ein Typ ist, der sowas braucht vom Trainer. Ah, okay. Mehr nicht. Okay. Und ansonsten bleiben wir beim Spiel, Bedeutung, Aufstellung und so. Genau. Die Herren! Ja? Ihr seid heute auch in Manndeckung, ja? Ja, genau. Wie sieht's aus? Alles gut? Ja, klar. Aber guck, jetzt hast du ein Dings verloren hier. Du wirst auch verfolgt, ne? Ja.
Wo ist der einer? Da? Einer ist da. Ja. Denkt auch mal an die armen Stadionsprecher. Muss doch jeder gechallenged werden von uns, Tommy. 100% heute. Bis gleich. Matze Kleinschauer, was geht denn ab? Hast du die Jungs schon gesehen, die dich filmen? Kennst du bestimmt auch. Einmal noch verkabeln, bitte kurz. Für mich auch eins? Danke dir. Wir mussten es nicht verlieren, hatten Gelegenheit, zurück ins Spiel zu kommen. Aber das ist ja genau der Punkt. Weißt du? Das ist nicht in Ordnung. Weißt du, du kannst doch die Nebensätze oder den Nebensatz hier nicht weglassen. Das geht nicht. 3-0 heute. 3-0 heute. Ich sitze auf der Pressetribüne und das ist für mich ehrlicherweise auch genau der richtige Platz, weil ich habe von dort eine super Sicht und vor allem habe ich jederzeit auch die Trainerbank im Blick. Das heißt, ich sehe auch das anders als im Fernsehbild, was rundherum um das aktuelle Geschehen auf dem Platz gerade passiert. Und gerade weil es immer wieder diese Momente gibt, die dann im Nachgang auch die TV-Journalisten interessieren könnten, weil es am Rand irgendwelche Diskussionen gab, weil es vielleicht auch herzliche Momente gab. Es ist immer für mich wichtig, den Rundumblick zu haben, um halt zumindest das Gefühl zu haben, den Eindruck zu haben, nichts zu verpassen. Guter Ball, Sabi. Ja. Ja, klar. Ja, klar. Was? Ey, du siehst doch, dass er den trifft. Du siehst doch, dass er ihn trifft. Sehr emotional. Also das ist schon eine extreme Anspannung. Und das hätte ich selber auch vorher nicht so gedacht, bevor ich zu Borussia Dortmund gewechselt bin, dass mich diese Spiele emotional so packen würden. Ich meine, in der Zeitlupe siehst du, dass er läuft in ihn rein und trifft Giroud am Fuß mit seinem Bein, wo er reinläuft. Ich habe eine Zeitlupe nur gesehen, da sah es aber klar aus, dass er ihn trifft. Wollt ihr auch? Ja, Diese 90 Minuten sind dann doch schon sehr viel Anspannung. Und dass ich dann doch auch schon mal schimpfe, das bleibt dann auch nicht aus. Karim jetzt, ja. Ja. Come on, come on! Junge, wichtig, Alter. Hey, ist heute eigentlich Spiel 200 von Julian Brandt in der Bundesliga für Borussia Dortmund? Ich kann dir nicht sagen, warum ich jetzt gerade auf die Idee komme, aber ich hatte mit David dazu letztes schon mal drüber gesprochen. Vielleicht ist es auch 199 und ich vertue mich, aber vielleicht ist es 200. Ich habe Sie daran erinnert, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Julian Brandt heute sein 200. Bundesligaspiel für Borussia Dortmund macht. Und da habe ich gesagt, dass Sie doch auch mal den Faktencheck machen sollen, bevor wir was Ungeprüftes raushauen. Aber ich habe dann gemerkt, es war das richtige Gefühl und wir haben Julian Brandt heute nicht nur als Torschützen, sondern auch als Jubilar mit seinem 200. Spiel für Borussia Dortmund in der Bundesliga dann gefeiert. Jetzt am besten sofort noch ein drittes, um das Spiel zu killen. SFI hätte gerne Brandt und Adeyemi. ARD hätte gerne Brandt oder Schlotterbeck. ARD, Brandt oder Schlotterbeck. Können wir uns wahrscheinlich auch so merken heute bei den 4. Haben wir so wie gewünscht oder willst du da noch eine Änderung? Nee, nimm mal Adeyemi raus, pack da mal Kobel hin. Sky Brandt. Sky Brandt und Kovac. The Zone hätte gerne Brandt und Schlotterbeck, wie erwartet. Aber hat er schon was angezeigt? Stopp. 4. Laufen schon 20 Sekunden. Ich würde mit Schlotti gehen, ich würde dich mit Jule gehen lassen, würde Caro mit Greg gehen lassen. Weil Greg ist quasi ja mit Mix und der am längsten braucht. Das heißt, du bist dann relativ schnell durch. Ja. Verhältnismäßig, ich sollte noch schneller durch sein. Dann kann ich zum Coach. Für uns ist es wichtig, wenn wir nach dem Abpfiff auf die Mannschaft zugehen, dass wir halt wissen, welche Spieler welche Interviews machen sollen. Und dementsprechend beginnt für uns die Arbeit nach dem Spiel schon in den letzten Minuten, um die anfangen zu sortieren, um auch zu überlegen, welchen Spieler setzt du ein für Interviews und welchen nicht. Wenn ein Spieler nach 20 Minuten eine rote Karte kriegt und für ein TV-Interview angefragt ist, dann weißt du relativ schnell, die wollen jetzt mit dem nicht über das Spiel sprechen, sondern über andere Dinge. Und dann ist es halt immer die Abwägung, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Klar. Hallo, erstmal haben wir uns doch gar nicht gesehen.
Yeah, good talk. Congrats, eh? There was also a second assist, but Seru didn't want to. Aber dann auch noch zur ARD, ne? Richtig? Weil das, Nee. Die hatten nur Schlotti an. Ja, Schlotti oder Brand, aber die kriegen Schlotti. Und kannst du jetzt wieder lachen, Mann? Ja, Mann. Der hat der Seru meinen Tipp kaputt gemacht. Welchen 3? Ich hab doch 3-0. Hast du es gehört? Hast du es überhaupt gehört oder hast du es nicht gehört? Das war ein bisschen anders. Wir haben 1 draußen bei The Zone, aber da stehen wir gerade ein bisschen. Sollen wir uns unter die Bank stellen oder ist dir egal? Auf wen muss ich warten? Einmal hier auf The Zone. Glückwunsch, Mann. Seid ihr auch mit Olli jetzt hier vorne erst? Alles klar. Highlight-Video von dir, oder was? Wir machen so eine Aufnahme für Vodafone. Ja, ich schwöre dir, Alter. Das ist nicht für meinen privaten. Das ist jetzt nicht für meinen privaten. Hey Greg, Das ist nicht für meinen privaten Account, keine Sorge. Ja, Mann. Haben wir uns noch ein gutes Spiel ausgesucht, oder nicht? Hä? Shot. Kommt aber zu mir. Nico, erstmal der Blick in Ihr Gesicht ist, glaube ich, in der 70. Minute passiert. Danke, mein Lieber. Das kannst du aber direkt an ihn weitergeben. Jule Brandt. Der Tor, Elfmeter hätte aber nicht gezählt, oder? Den hast du zweimal getroffen, oder? Den hast du zweimal getroffen mit dem rechten. Ich weiß gar nicht, ich hab ihn aber dann also er ging gut weg, aber War richtig stark, ja. Ja, ich glaube, du triffst noch deinen rechten. Weil der hinter mir hat mir bislang. Hast du Druck gemerkt, ne? Ja. Das ist richtig. Die sind gut. Das hat der Trainer gestern auf PK auch gesagt. Er hat gesagt, die beste Mannschaft, die hier hinkommt vorne. So, gib mal den Schirm her, Junge. Ja, komm Pass mal auf. Für uns beide. Guck dir das Ding an, hä? Besser geht nicht als so, oder? Hä? Mit dem Körper. Also das ist nicht geschoben, nicht gehalten, nicht gedrückt, so einfach nur Körper. Das ist. Ich bleib trotzdem bei, dass der in der ersten Halbzeit an Seru immer noch ein klarerer Elfer als das. Einmal zu Patrick. Das wäre das letzte jetzt. Ich frage ihn einmal, ob er dann noch kurz aufs Klo muss oder nicht, aber ihr braucht wahrscheinlich auch nicht lange dann, ne? Also. Gut, machen wir so. Ja, einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier im Signal Iduna Park nach unserem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ich begrüße neben mir auf dem Podium die beiden Cheftrainer Christian Ilzer und Nico Kovac. Weitere Fragen scheint es nicht mehr zu geben, dann vielen Dank für euer Interesse. Einen schönen Abend noch und Christian, vor allem euch eine gute Heimreise und alles Gute für die weitere Saison. Danke, vielen Dank, schönen Abend. Tschüss.